Hallo liebe Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu unserem neuen Be a Mover Talk. Ihr wisst ja, bei Be a Mover kümmern wir uns um Leute, Menschen, die etwas verändern wollen oder etwas vorantreiben im positiven Sinne. Und da haben wir heute jemanden aus Amerika importiert, der hervorragend Deutsch spricht, Blake Peters. Herzlich willkommen, Blake. Guten Tag. Blake, du bist Leiter einer deutschen Schule in Portland, USA. Portland, muss man für unsere Menschen hier ein bisschen erklären, liegt in Oregon. Oregon ist Westküste USA. Ganz auf der anderen Seite, ja. Und du bist da Schulleiter. Warum, um Gottes Willen, bist du Schulleiter in Portland gewesen und dann geworden und dann von einer deutschen Schule? Ja, warum überhaupt gibt es eine deutsche Schule? Dort ist auch eine gute Frage. Aber ich bin dort Schulleiter geworden, weil ich diese komische Sprache beherrsche. Und ich habe die Möglichkeit, ich war Lehrer in Kentucky damals und interessanterweise meine Frau und ich wollten heiraten und wollten beide von Kentucky weg und wir haben einen Wettkampf gehabt. Wer kann am schnellsten die beste Arbeitsstelle finden? Ich habe gewonnen. Diese Stelle war ausgeschrieben, ich habe mich beworben und damals war die Schule ganz klein und ich frage mich immer noch, warum sie mich genommen haben, aber ich bin es geworden, das war 2003. Erste Frage dazu, du unterrichtest auch in Deutsch in der Schule, korrekt? Die Schule ist eine anerkannte deutsche Auslandsschule. Das heißt, wir sind einer von den 140 weltweit, die nach dem deutschen Lehrplan unterrichten und so weiter und so fort. Das heißt, ja, unsere Verkehrssprache mit den Kindern ist Deutsch. Okay. Wie viele Kinder sind da zurzeit in der Schule? Insgesamt bei uns, wir fangen mit Kindergarten an. Das heißt, Schule ist bei uns, man kann 2 Jahre alt sein und schon bei uns anfangen. 2 Jahre bis zur 6. Klasse und wir haben insgesamt 330 Schüler. Das ist eine ganze Menge. Mit wie vielen Schülern habt ihr angefangen, als du das erste Mal da warst? In 2003 hatten wir 60. Und wer ist sozusagen eure Kundschaft? Kommen da deutsche Eltern, die sagen, Hallöle, ich muss hier arbeiten oder ich möchte hier arbeiten, deswegen bringe ich meine Kinder? Jein. Also die Auslandsschulen sind in der Regel dafür da, Deutsche im Ausland weiter zu beschulen und so weiter und so fort. Wir sind anders. Wir sind da, weil zu 85% unserer Eltern und Familien, die sprechen gar kein Deutsch zu Hause. Ach. Die kommen zu uns, weil sie es mögen, wie wir mit Kindern arbeiten. Und die denken, eine andere Sprache ist interessant. Deutsch auch, aber nicht wegen Deutsch. Die sind nicht wegen Deutsch da. Das finde ich interessant. Es ist wirklich, es ist eine ganz andere Nummer. Wir haben keine Auslandsvertretung offiziell dort. Es gibt schon ein paar Firmen, die wir kennen und mit denen wir arbeiten. Aber die Schule ist eigentlich eine lokale, internationale Schule angehaucht, aber für Leute, die dort leben. Okay. Ich kenne das aus Schleswig-Holstein, ich komme aus Schleswig-Holstein, also nördlichstes Bundesland, und wir haben eine ganze Menge dänische Schulen. Ja. Da. Und die Deutschen schicken zu einem Teil ihre Kinder auf die dänischen Schulen, weil die einen guten Ruf haben und weil sie natürlich praktisch noch eine zweite Sprache in sich aufsaugen. Ja. Ähnliches Phänomen. Ja, ganz genau. Finde ich hochinteressant. Aber die eigentliche Frage ist ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Deutsch zu studieren? Weil es muss ja irgendeine Initialzündung gegeben haben. Also ich habe englische Literatur studiert und Geschichte an der Uni in Hamburg und du bist aber an der Uni in Ohio gewesen. In Ohio und dann auch in Michigan. Ja. In meiner Familie spricht niemand Deutsch. Ich bin der Einzige, außer meinen Kindern. Damals in der 9. Klasse musste ich eine Entscheidung treffen an der Schule, lerne ich Spanisch oder Deutsch. Einer in der Schlange hat mir gesagt, der Spanischlehrer soll schlecht sein, deswegen Deutsch. Okay. Aber ein paar Jährchen später habe ich die Möglichkeit gehabt, an einem Immersionsprogramm, Sommerlager, teilzunehmen gehabt. Und seitdem tickt mein Kopf einfach anders. Und ich konnte nach 4 Wochen tatsächlich im Norden von Minnesota konnte ich einfach Deutsch. Es hat einfach geklappt. Und ich bin eben ein Produkt von diesen Immersionsprogrammen. Und als ich dann die Stelle ausgeschrieben gesehen habe, dachte ich, das kann ich weitergeben. Das kann ich aufbauen. Und da musste ich mich bewerben. Was hat dich an der deutschen Sprache, der deutschen Literatur fasziniert, dass du das weitergemacht hast? Ich war hier, ich war 19 das erste Mal, wo ich überhaupt in Deutschland war. Und habe mit einer Gastfamilie gelebt. Und dort habe ich wirklich andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen, dass man die Welt anders sehen kann. Das war das erste Mal. Und seitdem konnte ich nicht. Das musste einfach sein.
Wo war die Gastfamilie, als du das? Erlangen, ich habe in Erlangen studiert. Ist Baden-Württemberg für dich ein Land, mit dem du einfach klarkommst? Auf jeden Fall. Ich habe auch, damals habe ich mein Lehramt oder mein Praktikum auf der Kaserne hier in Stuttgart, in Vaihingen. Ich habe in Böblingen gewohnt, schon damals. Kelly Barracks? Nee, Patch ist jetzt geschlossen. Okay. Aber seitdem da wollte ich Lehrer sein. Ich dachte damals, da finde ich eine Gruppe von Menschen, die auch beide Kulturen so lieben und machen und leben. War ein bisschen anders, aber jetzt habe ich eine andere Möglichkeit gefunden, diese Sprache und Kultur zu vermitteln. Nun ist das ja so, wenn man Lehrer ist und vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch engagiert für die Schule, das ist ja deutlich mehr als Lehrer. Das ist ja eine Berufung im weitesten Sinne. Ja. Wie viele Stunden arbeitest du und kannst du überhaupt von der Schule lassen? Gute Frage. Mich hat neulich eine gefragt, wie lebt sich das, wie du so arbeitest? Weil da hast du Trennung, Arbeit, privat und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, das ist für mich ein Lebensstil. Ich lebe so, wie ich bin. Die Schule ist ein Teil von mir. Ja, ich kann davon loslassen und ich freue mich immer, wenn Leute Aufgaben übernehmen und ich inzwischen nach 20 Jahren, ich mache jetzt nicht mehr alles, was damals so wichtig war. Aber das ist mein Lebensstil. Also ich trenne kaum. Aber das ist für mich okay. Wer unterstützt dich außer deiner Familie bei deiner Arbeit? Gibt es Sponsoren für die Schule? Ja, genau. Also die Schule ist in Deutschland verglichen mit einem eingetragenen Verein. Wir haben einen Vorstand, das sind alles ehrenamtliche Elternteile, ehemalige Eltern, Freunde der Schule, Sponsoren tragen maßgeblich dazu bei. Wir sind eine Privatschule und in Deutschland ist immer der Gedanke, ja, das ist eine reiche Schule. Wir sind es nicht. Wir haben unser Schulgeld absichtlich etwas niedriger, damit wir unsere Tür weiter aufmachen können. Das heißt, dass die Lücke zwischen eigentlichen Kosten und was Leute zahlen, gefüllt werden muss. Und meine Aufgabe als Schulleiter ist tatsächlich Freunde und Sponsoren zu finden, die unsere Arbeit gut finden aus irgendwelchen Gründen. Und ja, es gibt hier eine Firma Daimler Truck AG, also die unterstützen uns mit Tat und Geld und Menschen und Kopf und Seele. Also ich war nun auch schon ein paar Mal in Portland, muss sagen, die Stadt gefällt mir sehr. Sehr eindrucksvoll. Und man hat auch das Gefühl, es ist nicht so überkandidelt wie Kalifornien. Nee, wir freuen uns, dass es nicht schön. so ist. Ja. Ja, aber schön. Was aber auch auffällt in Portland ist, wie vielen Homeless auf den Straßen. Ja, das ist gerade... Woher kommt dieses Problem? Meiner Meinung nach ist es so gekommen, die Stadt an sich ist sehr liberal und unterstützend, fast europäisch in den Zusammenhängen. Und in der Pandemie wusste niemand, wie man mit Obdachlosen umgehen sollte. Das hieß, okay, wir lassen Leute auf der Straße wohnen, bitte weit weg voneinander. Wir haben sogar Zelte verteilt, Essen, Vorbereitungsmöglichkeiten und Versorgung. Wir haben das wirklich gut organisiert in der Pandemie, ohne darüber nachgedacht zu haben, dass hinterher die bei uns bleiben. Und erschwerend hinzu kam, dass andere Ecken im Lande davon Wind bekommen haben. Und die haben dann ihre Obdachlosen zu uns geschickt. Und jetzt stehen wir da und versuchen die Stadt kommt wieder, also die Innenstadt. Da bin ich voll davon überzeugt, dauert noch eine Weile. Okay. Nun hast du dich außerhalb der Schule auch noch engagiert. Du bist Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland. Richtig. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe auf der einen Seite, aber hilft dir dieser Titel etwas für die Schule zu bewegen? Ganz genau, ja. Ich bin jetzt seit 2018 habe ich diese Funktion. Das ist eine ehrenamtliche Rolle, die ich habe. Honorarkonsuln gibt es dann an Ecken weltweit, wo es keine offizielle Auslandsvertretung gibt. Aber Portland hat einen Honorarkonsul, weil eben viele Firmen, die mit Deutschland zu tun haben, dort sind. Ich bin da, um ihnen zu helfen. Passantrag, Notar und so weiter und so fort, das mache ich. Warum mache ich das oder ist das gut für die Schule? Ich habe das mit meinem Schulvorstand besprochen, so, wir wollen wachsen als Schule, unsere Aufgabe ist, Freunde zu finden. Und dann habe ich gedacht, Mensch, alle, die irgendwas mit Deutschland zu tun haben wollen, müssen mit dem Honorarkonsul
arbeiten. Wenn Sie Geschäftseintrag machen wollen, irgendwie im Grundbuch und so weiter und so fort, Sie müssen immer mit dem Honorarkonsul arbeiten. Da habe ich gedacht, wenn man nichts mit der Schule zu tun hat, aber dennoch mit Deutschland etwas zu tun haben will, dann sollten Sie über meinen Schreibtisch laufen. Und das ist uns gelungen. Wie hältst du den Kontakt zum Generalkonsulat in San Francisco? Ach, die helfen uns jeden Tag. Da bin ich telefonisch, E-Mail, ab und zu bin ich auch dort oder der Generalkonsul kommt uns besuchen und so weiter. Also da arbeiten wir ganz, ganz eng zusammen. Und wie hältst du den Kontakt zu Deutschland? Du sagst, du arbeitest nach einem deutschen Lehrplan. So, das heißt, du musst ja aber auch die Informationen kriegen. Hier verändern sich ja Dinge immer mal. Ja. So, und wie kriegst du diese Informationen? Kommst du rüber? Habt ihr Videokonferenzen? Wie kriegst du das Material, das du brauchst für die Zukunft? Sowohl als auch in Person, als auch, wir sind ein Netzwerk von Auslandsschulen, 140 weltweit. Und wir sind angedockt an der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. So heißt es, die sitzen in Bonn, sind untergeordnet im Auswärtigen Amt und die legen Lehrpläne fest und helfen uns, dass wir gute Arbeit im Ausland leisten. Die kommen uns auch besuchen und gucken unter die Haube und schauen, ob das alles gut ist. Also es sind praktisch sogenannte Visitationen, die gucken nach. Ja. Wie häufig kommt das? Im Zyklus von 7 Jahren kommen sie ungefähr zweimal. Okay, alles klar. Und das war bisher immer ein Problem? Ja, wir sind weiterhin anerkannte Auslandsschule und wollen so bleiben. Und das hilft uns, dass vor allem jetzt Expats, die zu uns kommen, die haben dann Qualitätssiegel, die sehen, okay, die Schule macht das, was nötig ist, dass mein Kind 3, 4, 5 Jahre in Oregon leben kann, auf die Schule gehen kann und dann zurück nach, was weiß ich, Stuttgart irgendwo, wieder an die Schule, relativ problemlos das dann wieder sich eingliedern kann. Ein paar Fragen habe ich noch. Eine ist, wie hoch ist das Schulgeld bei euch? Es kommt darauf an. Also die kleinen Kinder kosten etwas weniger, sind 4 Tage vielleicht da, aber im Schnitt irgendwo zwischen 16.000 und 17.000 Dollar im Jahr. Ja gut, das ist eine ganze Menge. Das ist eine Menge Geld, ja. Was machen Eltern, die das nicht aufbringen können? Können die sich sozusagen bewerben und sagen, gibt es einen Fonds, eine Unterstützung, die uns dazu bringt? Die können sich bewerben. Viele von unseren Familien sie schätzen Bildung so sehr, dass beide Partner arbeiten absichtlich, damit sie sich das leisten können. Die das sich nicht leisten können, ja, die können sich bewerben. Ein Fonds dafür gibt es nicht, aber ein Schulleiter, der dann Fundraising betreibt, gibt es. Also so schließen wir die Lücke mit Partnerschaften von verschiedenen Leuten, sei es Familien, Firmen, ehemalige Sponsoren. Okay. Ja. Halten die Ehemaligen den Kontakt zur Schule? Ja. Immer wenn ich hier bin, auf Besuch in Deutschland, lade ich ein, immer wo ich bin. Ich sage, ich bin in dem Restaurant an dem Abend, die bei uns waren oder ehemalige Lehrer, ehemalige Schüler, da lade ich ein und dann kommen immer 10, 15, 20 Leute. Ich bin jetzt gerade bei einer ehemaligen Familie untergebracht. Das ist ja super. Ja. Toll. Was ist dein Lieblingselement aus der deutschen Literatur, was dich begleitet hat über die Jahre? Hermann Hesse, muss ich sagen, der Lehrer. Das ist eine einfache Frage. Alles, was er geschrieben hat, finde ich nach wie vor. Ich, Steppenwolf, trabe und trabe. Das eher nicht. Und okay. Mein Sohn heißt Nathan, nach Nathan der Weise, Lessing. Also das findet er ganz schlimm natürlich, aber so ist es gekommen. Ich glaube, da kann er mit leben. Oder? Ja. Und was wünschst du dir für die Zukunft? Was muss noch passieren? Wie kann man dich unterstützen in deiner Arbeit? Was wünschst du dir da? Ich wünsche mir, dass ich weiterhin das tun kann, was ich tue. Und zwar, eine Privatschule ist ein Business. Und da steckt Geld dahinter, da stecken viele Prozesse und Abläufe. Über die Jahre habe ich festgestellt, dass das ist etwas, was ich wirklich gut kann. Und das weiterhin machen zu können, dass wir weiterhin tolle pädagogische Arbeit, aber auch eine solide Schule aufbauen, dass es nach mir weiterhin wachsen und noch besser werden kann. Sehr gut. Also dafür wünschen wir dir alles Gute. Und ich denke, wir werden dich auch weiter unterstützen von der Firma aus. Das freut mich sehr. Und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Das tun wir auch. Sehr schön.
Also, das war der Be a Mover Talk, diesmal mit Blake Peters. Er ist Schulleiter einer wunderbaren Schule, die sich in Portland, Oregon befindet, und wir drücken ihm ganz doll die Daumen. Vielen Dank, dass ihr zugehört und zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal. Danke.